So, herzlich willkommen zu einem neuen Wunderland-Spezial. Seit 1,5 Jahren haben wir an einem neuen Content für UEB Pro gearbeitet, gemeinsam mit dem Europapark. Und jetzt, gerade eben, spielen die allerersten Gäste diesen Content. Und das werden wir uns jetzt anschauen, ob all das, was in unseren Köpfen entstanden ist, was wir immer Probe gespielt haben, auch wirklich am Gast funktioniert. Und dabei könnt ihr uns begleiten. So, wollen wir reingehen? So, oh, ist eine Zweiergruppe. Das ist aber vielleicht gar nicht so schlecht am Anfang. Wo sind die gerade? Ich würde sagen, jetzt sind sie gerade in den USA auf dem Zug. Ja, also wenn die zwei gerade in Amerika sind, dann steigen sie gleich auf die Draisine und machen eine rasante Fahrt durch den Stollen und landen in der Schweiz. Vor 2,5 Jahren haben wir UEB Wunderland eröffnet. Mittlerweile sind es 450.000 Besucher, die hier waren. Und wir haben aber schnell gesagt, wir wollen einen neuen Content. Weil in dieser ersten Brainstorming-Runde hatten wir gefühlt so eine lange Ideenliste und konnten in diesen Content so viel reinbringen. Und umso länger wir gespielt haben, umso mehr Besucherfeedback wir bekommen haben, umso mehr hatten wir den Wunsch, noch mehr einfach zu zeigen. Und da haben wir schnell beschlossen, wir wollen einen neuen Content. Wir wollen vor allem höhere Grafik, neue Technik, aber vor allem auch noch mehr lustige Szenen, dass es von Anfang bis Ende einfach ein richtig emotionales, tolles Erlebnis mitten im Wunderland als kleine Figur wird. Was mich interessieren würde, wie die beiden aussehen. Wir haben ja auch neue Charaktere jetzt mit drin. Insgesamt sind es 30 Charaktere? 26 jetzt. 26 Charaktere. Ja. Man hört es da hinten jetzt, also die nächste Gruppe ist drin und kommt. Das wird gleich eine Sechsergruppe. Da bin ich wirklich gespannt, ob du recht hast, dass wir das performance-technisch so problemlos hinbekommen. Mal schauen, weil die Bildqualität ist ja auch nochmal deutlich höher, die Auflösung. Zur Eröffnung damals hatten wir diese PCs hier, die jeder Gast auf dem Rücken hatte. Und die waren immer in Verbindung mit so einer kabelgebundenen VR-Brille, die im Helm auf dem Kopf von jedem Gast war. Das war damals das Beste, was es auf dem Markt gab, allerdings mit 8 Kilo auch nicht ganz leicht. Und nach 30 Minuten Tour hat man doch gemerkt, was man damit hier rumgeschleppt hat. Hier sind wir mittlerweile umgestiegen zu leichten Android-Brillen. Die trägt bei uns jetzt jeder Gast auf dem Kopf und hier läuft auch das Erlebnis drauf. Natürlich haben solche Android-Brillen nicht die Rechenleistung wie so ein PC, aber in über 2,5 Jahren, die wir jetzt schon hier im Betrieb sind, haben wir viel Optimierungsarbeit geleistet, dass wir jetzt auf dieser Android-Brille ein so gutes Erlebnis, wenn nicht sogar ein besseres Erlebnis eigentlich, als auf den PCs geben können. Und so haben wir in Verbindung mit unseren neuen haptischen Westen, die jeder Gast trägt, ein sehr immersives Erlebnis. Denn hier haben wir über 40 verschiedene Zonen, die vibrieren können. Das heißt, wenn der Gast im Erlebnis von irgendwas getroffen wird oder irgendwas berührt, dann spürt er direkt an seinem Körper, wo denn diese Berührung war, durch eine Vibration. Ich finde es auch immer spannend zu sehen, wenn fremde Gruppen so komplett durchmischt werden und dann während des Spiels vielleicht vergessen, wer eigentlich wer ist und dass man so ein bisschen als Gruppe zusammen wächst. Ah, okay, es geht los. Das heißt, Sie sind jetzt gerade dabei, sich zu schrumpfen. Das heißt, jetzt die neuen Figuren werden gerade ausgewählt. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsfigur? Ich glaube, der Dino. Wenn du diesen Dino vor dir hast, das ist irgendwie am besten. Oder was auch ziemlich gut war, das letzte Mal, als ich getestet habe, war Stefan, die Elfe. Und das war einfach so selber, wenn ich Stefan noch gerade gesehen habe und dann wurde der Stefan zu der Elfe und hat aber mit der Körpersprache, das hatte auch eine unfassbare Komik. Oh, und da vorne sieht man, die sind in der Schokoladenfabrik angekommen. Das sieht man, wenn sie sich jetzt richtig so schnell unten durch. Da hatte ich aber schon fast ein bisschen Sorge, weil manche gehen da so energisch durch. Aber wie gut das Tracking ist, nicht? Aber haarscharf an der Säule vorbei. So, und unten durch. Ich finde da vor allem einfach fantastisch, wie man das schaffen kann, dass man einfach wirklich eine Wand hochgeht. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, dass ich mit der Brille komplett einfach meinen Kopf ausgeschaltet bekomme. Dass es wirklich so ist, als ob ich senkrecht eine Wand hochgehe. Wie geht das? Das ist mittlerweile einfach so immersiv, dass du gar nicht mehr das Gefühl hast, dass du eine Brille aufhast. Spätestens wenn du hier nach den ersten 10 Minuten da drüben dann angekommen bist, dann vergisst du, dass du die Brille aufhast und bist in dieser virtuellen Welt einfach, hast das Gefühl, das wäre die echte Welt. Ja, ich glaube, in der Schokoladenfabrik, da wird mein Sohn durchdrehen. Das ist dann einfach mit all diesen Schokoflüssen aus allen Seiten kommt Schokolade. Ich glaube, da ist er im Paradies. Das hier ist auch etwas, was ich persönlich an der Pro so sehr liebe. Das ist nicht einfach nur eine Brille aufsetzen und starr sich was anschauen, sondern dass man wirklich mit dem Wunderland verschmelzt. Dass man Dinge bewegen kann in Miniatur, eintaucht, redet, kommuniziert und das ein richtiges Erlebnis als kleine Figur im Wunderland ist. Und das ist mit dem neuen Content noch viel, viel mehr gegeben. Man verschmilzt richtig komplett mit der Anlage und erlebt von der Schweiz bis hin zur Schokoladenfabrik, vom Flughafen bis in die USA das Wunderland aus einer Perspektive, wie es es bisher noch nie gegeben hat. Oh, Achtung, sie kommt.
Okay, es funktioniert. Das ist schon mal richtig gut. Das ist meine absolute Lieblingsreaktion. Wenn man es hört, wenn man merkt, dass die Leute richtig eintauchen, das ist das Allerschönste. Da hat sich die Arbeit gelohnt. Bei der Entwicklung von dem neuen Schrumpftour-Erlebnis fand ich es richtig spannend zu überlegen, welche neuen Orte bringen wir rein, welche neuen Ideen können wir in dem neuen Erlebnis finden. Und da war es wieder richtig schön mit dem Europapark, die ja auch wirklich Liebe fürs Detail haben, genau hinzuschauen, wie verändern wir das Erlebnis. Und so war eine große Idee, dass wir Minispiele integrieren, dass man gegeneinander antreten kann an unterschiedlichen Orten des Wunderlandes und Punkte sammeln kann. Aber auch später dann das Kuh abschießen. Also ich weiß nicht, was Dennis sich da gedacht hat mit seinen Kühen, aber es ist so lustig, wenn diese Kühe da von oben abschießt. Ich bin auch schon teilweise riesig erschrocken, wenn auf einmal so eine Kuh von oben auf dich abfällt. Ich finde es genial, dass es das noch alles ein bisschen interaktiver macht und man die Gruppe noch ein bisschen miteinander verschmelzen lässt. Okay, das neue Drasinenrennen, sie muss richtig festgehalten werden. Das ist das. Gegen Vollgas. Oh, aber Vollgas, die geben richtig Gas. So, gleich, jetzt haben sie es geschafft. Jetzt kommt gleich die erste da, kommt gleich der Sprung. Oh, jetzt kommt der Sprung. Oh. Sie ist auch komplett eingegangen. Ja. Stecken voll. Okay, jetzt kommt der Sprung. Jetzt fliegen sie durch die Luft. Funktioniert. Der wird achter, was du jetzt. Hier wird es gleich. Oh ja, hier werden sie gerade eingesaugt vom Staubsauger, man hört es. Und das wird gleich turbulent wahrscheinlich. Das müssen ein paar Staubmenschen, die seit Ewigkeiten. Die Maulwürfe. Die Maulwurfmenschen. Genau. Die bei uns in den Staubsaugern im Wunderland. Sind im Staubsauger Bin drin. ich mal gespannt, ob sie sich ekeln. Ja. Das ist total gut jetzt verteilt im Raum. Krass, was für eine Fläche, oder? Da. Ach krass, okay. Ich weiß gar nicht, wo es besser ist, beim Zuschauen oder drin. Seitdem wir das Erlebnis hier eröffnet haben, haben wir auch immer am Nachgang mit den Gästen Feedback eingeholt. Wir haben halt gefragt, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen und konnten dieses Feedback jetzt hier in der Neuentwicklung mit einbeziehen. Und wenn ich mir so anschaue, gerade die Gäste hinter mir und auch die Gäste, die rauskommen, ich glaube, das ist uns gut gelungen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt jetzt Lust, uns bei Julbi zu besuchen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche virtuellen Welten des Wunderlands ihr gerne mal sehen würdet. Macht's gut, bis dann.